Freu dich nicht so früh, Carla. Ich krieg dich trotzdem. Ein angeschlagener Boxer ist besonders gefährlich. Das gilt auch für Tanja. Aber was soll sie denn schon für Optionen haben? So ganz ohne Fotos. Sie muss doch mal von vorn anfangen. Sebastian, ich liebe dich. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Bist du dir wirklich sicher? Ich mag deine Haare. Deine Augen mag ich auch. Besonders wenn du mich anschaust, was du im Moment leider nicht tust. Um es mal zusammenzufassen, du bist mir nicht ganz unsympathisch. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich mache dir hier eine astreine Liebeserklärung und dir fällt nichts Besseres ein, als zu schlafen, oder? Ich schlaf doch nicht ein, wenn du neben mir liegst. Du, der süße Traum meiner durchwachten Nächte. Na bitte, geht doch. Kein Mann auf der ganzen Welt könnte einfach so einschlafen, wenn du neben ihm liegst. Weil du zu viel rumquatschst. Was fällt dir ein? Hm? Nee. Erst müssen wir das klären. Tanjas Versuche sind erbärmlich, wenn sie glaubt, dass sie mich damit nervös machen kann. Trotzdem, wir wissen immer noch nicht, was genau sie vorhat. Na und? Wenn sie alles so schlecht plant wie die Nummer mit den Fotos, dann kommt bei mir nur Mitleid auf. Wer so einen Aufwand betreibt, sollte seine Sachen nicht unbeaufsichtigt lassen. Aufwand vielleicht, aber das war so dilettantisch. Du hättest den Typen erleben sollen. Auf den Fotos hat er nicht gerade ausgesehen, als sei er musisch begabt. Der Typ, der handelt vielleicht mit Schweinehälften, aber nicht mit barocken Gemälden. Jetzt bin ich mal auf ihr Gesicht gespannt. Wollt ihr was von mir? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Immer wieder gern. Wofür? Dafür, dass du meine Fotos nicht so ausgiebig begutachten konntest. Was für Fotos? Na, die von dem Russen, den du auf mich angesetzt hast. Als Kunsthändler. Übrigens ein Totalausfall. Ich bin es zwar gewohnt, für alles verantwortlich gemacht zu werden, aber bitte nicht für das, was sich in deiner Branche tummelt. Darf ich jetzt weiterarbeiten? Darf ich mal? Ups. Hallo, bin wieder da. Na, wie war euer Charadeabend? So durchwachsen. Wäre beide zum Streit gekommen. Weil alle die Regeln anders auslegen. Immer das Problem, wenn Leute dabei sind, die nicht verlieren können. Bist du schon am Packen? Wann geht denn der Zug nach München? In knapp einer Stunde. Aber ich überlege mir, ob ich überhaupt fahren soll. Natürlich sollst du. Der Banktermin in München ist wichtig. Der Kunde danach erst recht. Kann ich euch wirklich 2 Tage mit der Kleinen alleine lassen? Keine Sorge, wir schaffen das schon. Oder draußen ist das nicht zu. Darum geht es nicht. Aber das ist sehr viel Arbeit und ihr habt sicherlich noch was anderes zu tun. Mach dir mal keinen Kopf. Ich fütter sie und Arno wechselt die Windeln. Der Junge meint umgekehrt. Das ist ein schmutziger Job. Aber verdammt, einer muss ihn tun. Ich habe schon überlegt, ob ich Natalie um Hilfe bitte. Aber wir haben sie schon so oft in Anspruch genommen. Das ist richtig. Wir sollten endlich mal lernen, ohne sie klarzukommen. Lydia will ich auch nicht einspannen. Ich glaube, sie ist wegen dieser Vaterschaftsfrage immer noch durch den Wind. Langsam glaube ich, du suchst nur Gründe, dich nicht 2 Tage von Christina trennen zu müssen. Ertappt. Ziemlich albern von mir, hm? Unsinn. Alle Welt weiß, dass sie dein Augapfel ist. Das heißt aber nicht, dass sie uns weniger bedeutet. Und deswegen werden wir auf sie aufpassen wie auf die Kronjuwelen. Ach, was noch viel besser. Versprochen. Sag mal, hast du sie noch alle? Geht's dir jetzt besser?
Kommt darauf an, ob du verstanden hast, dass du mich nicht einschüchtern kannst. Habe ich das versucht? Tanja, du kannst mir nichts anhängen. Und euren Waffendeal werde ich auch verhindern. Auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Keine Sorge. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Zur rechten Zeit. Ich platze vor Neugier. Tanja, ich weiß zwar noch nicht, was ihr vorhabt, aber ich werde dahinter kommen. Puh, was für eine Ansage. Fast hätte ich Gänsehaut bekommen. Der Laptop ist wohl hinüber. Ich denke, du ersetzt ihn mir, Carla. Na, was Interessantes aufgeschnappt? Er ist tatsächlich gefahren. Und ich dachte schon, er steht gleich wieder auf der Matte. Wir werden das Kind schon schaukeln. Das hättest du nicht sagen dürfen. Vielleicht macht dir das Geballere Angst. Ich schätze eher akuter Schülerverlust. Es ist zwar noch nicht ihre Zeit, aber vielleicht hat sie Hunger. Sah sie den hübschen David und gab ihm einen Kuss. Arno, bitte. Und jetzt... Pass auf, jetzt kriege ich noch Appetit auf viel, viel mehr. Ich stehe dir voll und ganz zur Verfügung. Wie süß. Ich krieg gleich einen Zuckerschock. Ach, übrigens, die Nacht mit dir war wunderschön. Ich glaube, ich habe seit einer Ewigkeit nicht mehr so gut geschlafen. Nachdem ich endlich mit dem Gequatsche aufgehört habe. Langsam kommt alles wieder in Ordnung. Mein Blog hatte ich ja eigentlich auch schon aufgegeben, aber damit kann ich ja jetzt weitermachen. Dank meines hervorragenden Anwalts. Sag mal, hast du nichts zu tun? Vielleicht sollte ich meine Tante mal stecken, dass du ihr die Gäste belauerst, anstatt sie zu bedienen. Es ist nur schade, dass ich wegen des Rechtsstreits das Angebot von Welle München-Gladbach ablehnen musste. So eine eigene Radiosendung, das wäre schon toll. Na, meld dich doch mal bei denen. Sag ihnen, dass ein Prozess gewonnen ist. Ich meine, wer weiß. Du hast recht. Ich versuch's noch mal. Guten Morgen, meine Süße. Oh, nicht erschrecken. Das war nur die Klingel. Ich glaube, mein linkes Bein schläft noch.
Hallo Nathalie, was verschafft uns das Vergnügen? Hallo, Herr Brandner, ich habe hier eine Übersetzung für Matthias. Der ist in München, geschäftlich. Hey, Christina, kleine Maus. Wollen Sie nicht hereinkommen auf einen Kaffee? Ich habe fast die ganze Nacht daran gearbeitet. Dann tut ein Kaffee doch erst recht gut. Wenn ich nicht so alle wäre, würde ich Sie glatt fragen, ob ich mich ein bisschen um die Kleine kümmern darf. Aber So wie Sie aussehen, gehören Sie tatsächlich ins Bett. ich glaube auch. Oh, bis dann, Süße. Tschüss. Warum hast du sie weggeschickt? Wenn sie zum Kaffee geblieben wäre, hätte sie sich bestimmt um Christina gekümmert. Hast du vergessen, was wir Matthias gesagt haben? Dass wir damit schon klarkommen. Und wären wir aber auch, wenn Nathalie geblieben wäre. Wir haben ihm gesagt, dass wir es alleine schaffen. Willst du dir die Blöße geben, wenn er wieder zurückkommt? Ich glaube, damit habe ich kein Problem. Waschlappen. Na, noch einen Kaffee? Damit er mir zu den Ohren rauskommt. Jetzt sei nicht ungezogen, nur weil du schlecht gelaunt bist. Ich habe gleich ein Interview und die beiden da hinten gehen mir mit dem Glück ganz schön auf die Nerven. Was schlägst du vor? Soll ich sie rauswerfen? Was nach mir geht, reicht schon eine von beiden. Ach, Olivia. Hast du schon mal dran gedacht, aufzugeben? Das ist keine Option für mich. Du verschwendest eine Menge Energie an der falschen Stelle. Damit quälst du dich nur selbst. Ist doch besser, als zu früh aufzugeben, oder? Olivia, du rennst ihm jetzt seit Monaten hinterher, ohne Erfolg. Du musst endlich begreifen, dass er eine andere liebt. Es tut echt gut, jemanden zu haben, der einen so aufbaut. Ach, Schätzchen, es liegt doch nicht an dir. Du bist eine schöne, amüsante junge Frau mit viel Temperament. Ja, und Sebastian wird das auch irgendwann merken. Und wenn es daran liegt, dass du einfach nicht sein Typ bist? Dann muss ich ihm eben klar machen, dass er sich irrt und dass ich genau sein Typ bin. Und, hast du gut geschlafen? Was hätte mich denn wach halten sollen? Tanja und ihre Bemühungen? Wir dürfen nicht unvorsichtig sein. Irgendwas an der Sache beunruhigt mich immer noch. Sie weiß, dass wir sie im Visier haben. Und das verunsichert sie. Ja. Mir gefällt es mir sowieso viel besser auf Ansgars Platz. Da kann man wieder entspannt in die Richtung gucken. Gratuliere, Carla. Du stellst deinen Platz freiwillig zur Verfügung. Ist vielleicht auch besser bei deiner Paranoia. Hör einfach gar nicht hin. Ich bin hinter ihr her, Ansgar ist hinter ihr her. Sogar ein Kunsthändler ist hinter ihr her. Tanja, wäre es möglich, dass wir hier einfach entspannt frühstücken? Ich mach mir nur Sorgen, ehrlich. Ich bin gerührt. Auch wenn du dir noch so viel Mühe gibst. Du bist nicht so unantastbar, wie du tust. Ich würde dir ja ein Eis anbieten oder Bonbons. Aber dafür bist du definitiv zu klein. David, so geht das nicht. Sie muss Bäuerchen machen, sonst bekommt sie Bauchweh. Weil du das Fläschchen viel zu heiß gemacht hast. Ich habe die Temperatur ganz genau überprüft, ja? Weißt du, was ich jetzt brauche? Einen Kaffee so stark, dass er Tote aufweckt. Na, war es wenigstens eine amüsante Nacht? Amüsant ist was anderes. Eine Übersetzung für die Brandners musste unbedingt fertig werden. Naja, die können im Moment auch jede Unterstützung gebrauchen. Weißt du, nach meiner Zeit auf dem Schloss ist es wirklich schön, eine Familie zu erleben, die wirklich zusammenhält. Nathalie? Hier David von den Brandners. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Können Sie mir versprechen, dass Sie Arno nichts von meinem Anruf verraten? Ich glaube, ich habe noch nicht ganz verstanden. Ach so. Nein, das ist kein Problem, das mache ich gern. Na klar, bis dann.
Na, noch was vergessen? Wie bitte? Ach, Sie sind's. Störe ich? Nein, ich habe Sie zuerst für jemand anderen gehalten. Könnten Sie vielleicht doch noch mal als Babysitterin einspringen? Ja. Und es wäre nett, wenn Sie so tun könnten, als kämen Sie zufällig vorbei. Wissen Sie, David will seinem Vater beweisen, dass er alleine klarkommt. Aber glauben Sie mir, der Junge ist hoffnungslos überfordert. Ja, ganz genau, ja. Er darf das nicht merken. Richtig. Danke. Na, wir werden schon klarkommen, oder? Klar doch. Und natürlich hoffe ich, dass ich noch sehr lange das Gesicht der Lady von Rath-Kampagne sein werde. Zumal Sie mit dem Konzern ja auch privat durch Ihre Beziehung mit Sebastian von Lahnstein verbunden sind. Ja, Sie wissen ja, dass ich mein Privatleben diskret behandle. Wer wüsste das besser als ich? Ich sehe nur noch keinen Verlobungsring an Ihrem Finger. Ja, es ist auch noch nicht so offiziell, deswegen bitte ich Sie auch nicht so viel Wirbel um die Sache zu machen. Ich will ja nur wissen, ob weiterhin das verliebte Lächeln einer künftigen von Lahnstein Ihr schönes Gesicht schmückt. Sehen Sie mich an. Geht's wieder? Was ist noch diese Enge im Fahrstuhl? Vielleicht solltest du doch mal einen Spezialisten aufsuchen. Ich bin in meinem Büro. Hallo, könnte ich bitte ein Glas Wasser bekommen? Sebastian, da bist du ja. Hey, pass mal auf, okay? Lass gut sein, sie hat's ja nur nett gemeint. Ja, hast recht. Hübsches Paar, die beiden. Und dieses Lächeln war das erste Überzeugende heute. Tja, die Modelbranche. Mehr Schein als Sein. Ja, es ist sehr wichtig. Aber ich kann dir im Moment nicht sagen, um was es geht. Ich muss rausfinden, wer dieser Kerl ist. Danke. Ja, natürlich, du hast was gut bei mir. Tschüss. Bist du fertig? Ja, ich habe gerade mit einem alten Freund telefoniert, der ist Hauptkommissar. Der leitet die Sondereinheit Organisierte Kriminalität. Ich habe ihm das Bild von Lobov gemailt. Er wird nachforschen, wer dieser falsche Kunsthändler wirklich ist. Das könnte sehr nützlich sein. Ich muss rausfinden, was Tanja und Ansgar vorhaben. Irgendwas läuft gut für die beiden, sonst wäre Tanja heute Morgen nicht so selbstsicher gewesen. Und du weißt, was das bedeutet, wenn es für die gut läuft. Und ob. Es wird richtig eng werden für Carla. Tanja, wenn sie so sauer ist, dass sie sogar dein Laptop demoliert, dann ahnt sie doch was. Nein, ich sag doch, alles ist in Ordnung. Tja, dann frage ich mich, warum du mich anrufst. Ich finde, wir sollten die Sache schneller durchziehen als geplant. Sobald wir in der Holding sind, spreche ich mit unserem Chefbuchhalter. Der soll sämtliche Firmenkonten nach verdächtigen Kontobewegungen überprüfen. Ja. Das kann eine Weile dauern. Oh, Entschuldigung, stören wir? Nein, kommt rein. Wir wollen sowieso in die Holding. Spielen wir. Ich habe bei der Sache ein ganz ungutes Gefühl. Mit Recht. Wir sollten früher zuschlagen als geplant. Ansgar, du musst Druck machen. Was denn? Glaubst du, dass ich hier Däumchen drehe? Der Deal muss über die Bühne gehen, damit das Geld in die Holding zurückfließen kann. Und das wird Carla das Genick brechen. Und zwar ein für alle Mal. Ich hatte Sie um Diskretion gebeten. Sie können doch sicher verstehen, dass ich durch meine Enttäuschung durch die neue Entwicklung... Danke, Frau Schneider. Ich denke, ich habe für heute genug gehört und gesehen. Das habt ihr ja prima hingekriegt. Malus war wegen mir hier und ihr habt mir das ganze Interview versaut. Kannst du mir mal sagen, was du von uns willst, ha? Gut sein, ich klär das. Hör zu, Olivia. Ich kann verstehen, dass du dich nicht sonderlich für uns freust, denn du dir ja auch Hoffnung auf Sebastian gemacht hast. Ich hatte auch... Trotzdem musst du akzeptieren, dass Sebastian mit mir zusammen ist. Fragt sich nur, wie lange noch? Sebastian hat mit der Entführung schon genug durchgemacht. Er kann keinen zusätzlichen Stress gebrauchen. So einfach wirst du mich nicht los.
Schätzchen, Sie kapieren einfach nicht, wie das Spiel geht. Ja, ist ja gut. Es ist gut. Jetzt mach doch auch mal was. Aber wer könnte denn das sein? Erwartest du jemand? Also ich war ganz zufällig in der Nähe und da habe ich mir gedacht... Frau von Lahnstein, was für eine Überraschung. Kommen Sie doch herein. Nathalie, nett, Sie zu sehen. Haben Sie was vergessen? Ich weiß nicht, ich würde gerne noch mal die Mappe kontrollieren. Auf dem Schreibtisch. Gut, es ist alles da. Wollen Sie sich nicht setzen? Darf ich mal? Sicher. Um zu checken, ob die Mappe vollständig ist, hätten Sie doch auch anrufen können. Ich kontrolliere das lieber selbst. Außerdem war ich ja gerade in der Nähe. Ja, doch nicht so unhöflich. Ist doch nett, dass sie da ist. Rein zufällig. Ganz zufällig. Ja, ja. Du hast sie angerufen. Gib's doch zu. Wer, ich? Von wegen, wer könnte das sein? Ach, und du? Erwartest du jemanden? Fandst du komischer, ja? Kann man sich die Sushi nicht liefern lassen, dann müssen wir uns nicht trennen. 15 Minuten, wenn man vorher angerufen und bestellt hat. Meinst du, du hältst das auch nicht? Solange Olivia mich in Ruhe lässt, ja. Der breche ich die Kniescheibe, wenn sie es noch mal wagt. Haben Sie das denn jetzt gemeint? Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte die Störung. Habe ich alles drauf, wenn wir unnötig Zeit verlieren wollen. Sie wissen nicht, wie man sich nimmt, was man will. Das habe ich damit gemeint. Gut, dann sagen Sie mir, wie es geht. Olivia, glauben Sie, ich habe ewig Zeit für Ihren Kinderkram? Olivia benimmt sich wie ein kleines Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Ich habe vorhin ganz ruhig mit ihr geredet. Ach, die hört doch überhaupt nicht zu. Ehrlich, Sebastian, ich glaube, sie hat's kapiert. Sie wird sich ab jetzt in Ruhe lassen. Wenn mir jemand was beibringen kann, dann sind Sie das. Ich habe gehört, wie Sie die Nummer mit Ansgar durchgezogen haben. Da war ich ganz schön platt. Ach bitte, ich brauche ja vielleicht nur einen Denkanstoß. Sie wollen Sebastian von Lahnstein? Was ist Ihr Hindernis? Lydia, seine beknackte Freundin. Schaffen Sie sie beiseite. Jetzt. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, Schätzchen. Also, weg mit ihr.